Now, this is exactly the pattern how I summarized it here. That will be page 13 in your notes. Das ist genau der Ablauf, das Muster, das ich hier auf dieser Seite zusammengefasst habe. Okay, so we have in chapter 2 to 3, we first have in verses 6 to 9, well 6 to 10, we have kind of the change from Joshua to the judges. In Kapitel 2, in Vers 6 bis 10 sehen wir nochmal den Übergang von Josua zu den Richtern. Then from 11 to basically 18, we have the summary of this pattern. Dann in Kapitel 2, 11 bis 18 sehen wir die Zusammenfassung dieses Zyklus. And, no, it's 19, sorry. Yeah. Bis Vers 19. No, I'm wrong. It's 18 and 19 shows, but when the judge died, everything started afresh. Also eigentlich bis 18 oder 19 zeigt uns, wenn der Richter dann starb, ging alles wieder von vorne And los. therefore God was angry and gave them up to their nations and so on. Deshalb wurde Gott wieder zornig, hat sie den anderen Völkern überliefert und so weiter. So basically we have a theological introduction and end, and in between we nicely have that cycle. Wir sehen im Prinzip eine theologische Einführung und ein Ende und dazwischen sehen wir schön, wie dieser Zyklus erklärt wird. And I tried to make it all with S because most of the words are S, but I'm not sure if that's a smart idea. Ich habe versucht, das alles mit S beginnen zu lassen in Englisch. And it doesn't work when we translate anyway. So. Bei der Übersetzung geht es verloren. So they start off with the judge is gone and everybody sins again. Also es geht damit los, ein Richter ist nicht mehr da und sie sündigen wieder. Now let's be sure it's generalized. It's not every single person, okay? Das ist natürlich verallgemeinert. Es war nicht unbedingt jede einzelne Person. We have the book of Ruth that plays somewhere in this story here and there. We don't see that pattern. Das Buch Ruth, das wir gelesen haben, das spielt ja auch irgendwann zu dieser Zeit und da sehen wir nicht diesen Zyklus. But in general, people started to sin. They fell away from God. Sondern allgemein ausgedrückt war die Situation so, die Leute haben angefangen zu sündigen und sich von Gott abzukehren. Because there was no capable leader to keep them close to God. Weil es keinen fähigen Leiter gab, der sie nah bei Gott gehalten hat. After a while, they were oppressed, so they were under servitude. They had to serve other nations. Mit der Zeit wurden sie unterdrückt und kamen in Knechtschaft zu anderen Nationen. Somewhere along the way, they realized that it's wrong, so they had sorrow. They felt the pressure. Irgendwann haben sie gemerkt, dass das falsch war. Sie wurden also bedrückt. Sie haben Traurigkeit gespürt. And they prayed to God, so the supplication, the prayer. Sie haben also zu Gott gerufen, da sehen wir das Gebet an Gott. And then God gave them salvation. Und Gott hat ihnen dann Rettung geschenkt. In the form of a new judge. Durch einen neuen Richter. And then they had rest, and I cheated, I wrote silence. Obviously it's not silence, it's rest, okay? Und dann hatten sie eine Weile lang Ruhe. If you find a smart word that I can use, tell me. Stillness. Yeah. Huh? That's the same stillness. Stillness, yeah. Okay, good. So, this is over, and then it starts again. Es kommt bis zu dem Punkt und dann geht alles wieder von neuem. And now when we look into the story of the major judges, where the pattern is recorded, Wenn wir uns jetzt die Geschichte dieser Hauptrichter anschauen, wo das dargestellt ist, we see that we have two judges where the story is rather short. sehen wir, dass wir zunächst mal zwei Richter haben, wo das Ganze ziemlich kurz It's beschrieben ist. Othniel and Ehud. Bei Othniel und bei Ehud. But all the elements of the pattern are there. Aber all die Elemente dieses Zyklus finden wir dort. Then we have the story with Deborah and Barak. It's a bit longer. Dann kommt die Geschichte mit Deborah und Barak, die ist ein bisschen länger. So we have a bit more storytelling. Ein bisschen mehr geschichtliche Erzählung. We have some song in there as well, so it's entertaining. Ein Lied mittendrin, das heißt, es ist auch unterhaltsam. But it's the same pattern. Aber der Zyklus ist der gleiche. Similar to Gideon, Ähnlich bei Gideon. he follows the same pattern, although the story is again much longer. Auch da sehen wir dasselbe Muster, obwohl die Geschichte viel länger ist. And then we have Abimelech, who is a rather strange name. Dann kommt Strange Abimelech. guy, sorry.
was ein ziemlich komischer Typ ist. Who knows a little bit of Hebrew words? Der versteht ein bisschen was von hebräischen Namen. Any idea what Abimelech means? Kann sich jemand denken, was Abimelech bedeutet? It's two words, Abi and Melech. Zwei Wörter sind es, Abi und Melech. Abi sounds like Abba, Abi hört sich nach Abba an. which means it's not a pop group from Sweden. It's dad, yeah, daddy. Das ist Vater oder Papa. Okay, so it actually is the Hebrew rendering for daddy or my father. Bedeutet auf Hebräisch Vater oder mein Papa. Melech is the Hebrew version of Malak, of a king. Melech bedeutet auf Hebräisch König. Yeah, so actually Abimelech means my father is king. Abimelech bedeutet, mein Vater ist König. Now they didn't have a king. Aber sie hatten ja keinen König. Do you remember reading in the story of Gideon that there was something with ruling or being king or so in there? Erinnert ihr euch in Gideons Geschichte, dass es da irgendwie auch um einen König ging? Oder um seine Liebe? Yeah. Haben Sie ihn nicht gefragt, König zu sein? Er ist abgewählt? Yeah. And he said no, Ja. but he called his son, my father is king. Mhm. Smart, huh? Die haben It das Volk shows how twisted this Yeah. is. hatte That's all. Gideon gebeten, um ihr König zu sein. Er hat es abgelehnt, aber dann nennt er seinen Sohn, mein Vater ist König. Ja, das ist schon interessant. Yeah. Darf ich noch kurz was fragen? Ja. Und zwar, Gott hat ja die Richter geschickt, ja? Yeah. Aber wo ich das gestern nochmal durchgelesen habe, also zum Beispiel der Abimelech, also ich habe es so verstanden, dass Gott eigentlich Abimelech, der hat sich ja selber Genau. zum Richter berufen. Also ich Ja. habe den jetzt gar nicht dazu gezählt, weil man hat ja auch gemerkt, dass es eher negativ bei, also ich glaube bei den anderen ist es immer positiv herausgekommen, aber bei Abimelech ist es ja eigentlich negativ. Also ist er jetzt auch ein Richter gewesen? My understanding was Yeah. that God was the one who sent the judges, but when I read through this guy's story again, it seemed to me like he made himself judge, so, and things didn't really go very well with him, so was he actually also one of the judges or not? It didn't go well, very well with Jephthah either, Mit or Jephthah at ist least partly. auch nicht so gut And ausgegangen. with Samson we have a total chaos. Und mit Simson haben wir dann totales Chaos. So what's happening is it's going downwards all the time, getting worse and worse. Es wird also immer schlimmer. And Abimelech is the self-appointed ruler, Abimelech ist der selbst ernannte Herrscher. but he illustrates, or this story illustrates, that it gets more and more chaotic the further away people go from God, basically. Und auch seine Geschichte zeigt, wie es immer chaotischer wird, je weiter sich die Menschen von Gott entfernen. So we will look at the story, not today, but we will look at the stories. Wir schauen uns die Geschichten an. And it's good to look at those stories and then look at Ruth at the same day, because it helps to balance things a bit. Es ist ganz gut, wenn wir uns diese Geschichten anschauen, dann am selben Tag auch gut anzuschauen. Das hilft uns, ein So bisschen eine Balance zu haben. as we go through the cycle, it's actually always going downwards. Wenn wir uns diesen Zyklus anschauen, das geht im Prinzip immer abwärts. And we have a nice tower in nearby our base. Nahe unseres Zentrums haben wir That's the einen other schönen one. Turm. I'm not sure, you might know it. No? Close to the borders of Basel, so Ja. yeah, doesn't matter. So it's a tower that it's about 45 minutes from our house here. Das befindet sich etwa 45 Minuten von unserem Haus. And I like this picture because it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spirals. Ich mag das, weil ich sehe da 7 Spiralen. So I like to visualize things, then I can remember them. Ich visualisiere sowas gerne und so kann ich mir das merken. If we look at this tower, we see that it's always the same cycle, but it always gets a bit worse. Wenn wir uns diesen Turm anschauen, sehen wir, es ist immer derselbe Zyklus, aber es wird immer ein bisschen schlimmer. So Joshua led them into the land, they got it, and they are kind of on the top level. Josua führte sie ins Land, sie haben es erhalten und sie sind ganz oben auf dem höchsten Level. And Joshua says God has given us everything. Josua sagt ihnen, Gott hat uns alles gegeben. But then we have the various judges who start, and those 7
it's always going downwards. Und dann haben wir die verschiedenen Richter und mit diesen 7 scheint es immer weiter abwärts zu gehen. With the first 3, it looks quite positive. Bei den ersten 3 sieht es noch recht positiv Now aus. we also have Mr. Shamgar here who killed 600 Philistines. Dann haben wir Herrn Shamgar zwischendurch, der hat 600 Philister getötet. But no cycle mentioned at all. He's just mentioned he also did something. Da wird der Zyklus gar nicht dargestellt, es wird nur erwähnt, dass er auch sowas gemacht hat. With Gideon, it's kind of changing. Bei Gideon verändert sich das dann ein bisschen. It is rather positive. Es ist eher positiv. Okay. But on the other hand, Gideon is a very insecure leader. Aber andererseits ist er ein sehr unsicherer Leiter. God tells him what he has to do. Gott erzählt ihm, sagt ihm, was er zu tun hat. And Gideon says, okay, I'll do it, but Und Gideon sagt, okay, ich mach's, aber give me another proof. gib mir noch einen Beweis. And then he has this sheepskin, the fleece, Und dann legt er dieses Schaffell aus. and it should be wet and everything around dry, or then dry and everything around wet. Es 2 soll nass times. sein, alles drumherum trocken und dann soll es trocken sein, alles drumherum And God nass. actually plays his game. Und Gott spielt sogar mit. He helps him, okay? Und er hilft ihm dabei. And then Gideon finally does what he needs to do. Und endlich tut Gideon das, was er tun soll. But he does it in the night so nobody sees. Aber er macht es nachts, damit niemand So it's kind of- mitbekommt. Gideon is a judge, yes, Gideon ist also ein Richter, ja. but as a person he is also a problem. Aber wir sehen auch ein persönliches Problem bei ihm. He is definitely not a judge like Joshua Er ist ganz sicher nicht so ein Richter, so ein Anführer wie or Josua like Othniel. oder wie Othniel. They stand up and they do the stuff. Die Leute, die aufstanden und das taten. So he's kind of changing, his insecurity is coming in. Es wechselt sich da, also es kommt zur Unsicherheit. With Abimelech, he thinks I can do better and he appoints himself, so he is part of the problem. Abimelech denkt, ich kann es besser und er nennt sich selbst. Er ist also auch so ein Teil des Problems. But with Jephthah, his judging, his ministry to help the people works quite well. Bei Jephthah ist der Teil, wo er das Volk rettet, wo er sein Volk hilft, eigentlich ganz gut. But he makes a vow to God which seems to be absolutely stupid. Aber er legt ein Gelübde ab gegenüber Gott, das scheint total doof zu sein. So he creates problems for himself. Er schafft sich damit selbst Probleme. It's regarding his daughter, the first one that comes across my doorstep, I will sacrifice to God. I mean, oops, what's going on? Seine Tochter, wo er sagt, das erste, was mir über die Türschwelle kommt, das opfer ich Gott. Was ist denn da los? Okay. And in the end, Samson actually is the problem. Und am Ende bei Simson, da ist der Mann selbst das Problem. I mean, he has all power but no brains. I know it's a bit ugly to say that, but that's what's happening. Nur Muckis, kein Hirn bei dem Kerl. Also das ist ein bisschen traurig, das so zu sagen, aber so ist es ein bisschen. He mixes his task as a judge and his calling with his personal revenge, and that doesn't turn out well. Er vermischt seine Berufung als Richter mit seinem persönlichen Rachefeldzug und das geht gar nicht gut aus. And he definitely has an issue with women. Und er hat ganz sicher ein Problem. And it's not the women's problem, it's his. Und das liegt nicht an den Frauen, sondern an ihm. So, it's disintegrating more and more as we go through the book. Also zerfällt es immer weiter, je weiter wir durchs Buch kommen. So, all the things that God gave them at the end seem to be very unstable and insecure. Von all dem, was Gott ihnen gegeben hat, so scheint es am Ende, dass es alles sehr instabil geworden ist, So, sehr unsicher. we could also say, if you remember my blessing and curse graphic, Wir könnten auch sagen, wenn ihr euch an das Diagramm erinnert, mit dem Segen und dem Fluch, that Joshua basically is a very good example of the blessing and judges mostly of the curse. dass Josua sehr gut zu dem Teil des Segens passt und Richter größtenteils zum Fluch. But still, God gave them judges again and again, so he helped them. Aber dennoch, Gott hat ihnen immer wieder einen Richter gegeben. Er hat ihnen also geholfen. And with Eli and with Samuel afterwards, they get good judges. Und mit Eli und Samuel bekommen sie hinterher noch zwei gute Richter. Okay, so in general, it still goes more or less upwards, Allgemein gesehen geht es also immer noch so ein bisschen but aufwärts. very up and down. Aber mit ganz großen Schwankungen, sehr auf und ab.
And those other guys here, Tola, Yair, Ibzan, Elon, Abdon, they are also mentioned in between. Und die anderen Namen hier, Tola, Jaja, Ibsan, Elon und Abdon, die werden zwischendurch erwähnt. So the cycle is not mentioned when their story is told or their remarks are made. Da wird der Zyklus nicht so aufgezeigt, wenn sie erwähnt werden. So we have basically everything always going down, and we should go down further and further and further. Das sind ja im Prinzip so eine Abwärtsspirale, die immer weiter runtergeht. So they end up with rest, but also with more problems. Am Ende haben sie zwar Ruhe, aber auch noch mehr Probleme. Okay. So this would be what we have in these 7 cycles. Das ist also, was wir vorfinden in diesen 7 Zyklen. Okay. The phrases that indicate the structure or the cycle, I tried to summarize on the bottom of your page. Es gibt so bestimmte Satzteile, die diese verschiedenen Phasen des Zyklus anzeigen. And that obviously now I worked with New Revised Standard here, so it may be slightly different in your translation. Da habe ich eine andere englische Übersetzung genommen als die. So the people of Israel did evil in the sight of the Lord, or relapsed and fell away from the Lord. Je nach Übersetzung hat sich das vielleicht ein bisschen anders an. And Israel served this and this king or kingdom for so many years. Das ist besonders auf Deutsch. Nee, kannst du auch übersetzen. Das finden wir schon. Also einmal haben die Leute getan, was falsch war in den Augen des Herrn, und dann das Volk, das musste dienen. And then the others oppressed the Israelites, sometimes cruelly. Die anderen Völker haben sie unterdrückt, manchmal auch brutal. They cried to the Lord, and He raised up judges who saved them. So that's pretty clear. Sie schrien zum Herrn und er hat Richter an Land, die sie errettet haben. So the land had rest for a certain amount of years. Und dann hatte das Land eine bestimmte Anzahl von Jahren Ruhe. It's usually 40 or 80 years, Normalerweise war das 40 oder 80 Jahre. which means that maybe these figures are rounded. Es kann also sein, dass diese Zahlen gerundet wurden. You don't have 37 years or 43 or something like this. Weil da nicht steht 37 Jahre oder So maybe they want to say 1 generation or 2 generations, Vielleicht wollen sie damit zeigen, das Land hatte eine Generation oder 2 which Generationen would be Ruhe. 40 or 80 years. Okay? Das wären dann 40 oder 80 Jahre. So, this is basically the pattern when we see that it's easier to follow the stories. Also das ist so das Muster, aber es hilft uns, den Geschichten besser zu folgen. And I would like to look at some of the stories tomorrow. Ich möchte, dass wir uns morgen ein paar von den Geschichten anschauen. Not every detail of it, but kind of seeing what's going on, okay? Nicht ganz ins Detail, aber dass wir uns mal anschauen, was da passiert. But today I would still like to look at, you said a mess, what else did you say? Up and down and a total mess. Yeah, up and down and total mess. I would like to look at that factor from another perspective. Du hast vorhin gesagt, auf und ab und ein totales Chaos. Und diesen Faktor möchte ich mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Where are the judges coming from? Wo kommen die Richter her? Again, I copied a map which should be right afterwards, if I'm not mistaken. No, right before. Direkt auf der Seite zuvor gibt es eine Karte. So you have the locations of the various judges. Die Orte, wo die verschiedenen Richter waren. Now, if you look at this, we have our 12 judges, but they're all scattered all over. Schaut euch das mal an. Wir haben 12 Richter, die sind überall verteilt. So we have Othniel, who is in the very south. Othniel ganz im Süden. Ehud is somewhere in the middle, Gilgal, Jerusalem area. Ehud so ein bisschen in der Mitte, in der Gilgal-Jerusalem-Gegend. And then Shamgar is the third one without a cycle in the north. Shamgar, der dritte ohne Zyklus, ist ganz im Norden. Okay, and so we go on. Deborah and Barak goes on in the north, and then it's going south again. Deborah und Barak waren beide auch im Norden und dann geht es wieder südlich. And then it goes across to the east Dann gehen wir rüber in den Osten with Jair and Jephthah. mit Jair und Jephthah. And then it goes back. Where is number 9? Ibzan is in the south, Elon in the north.
Dann geht es zu Itzan im Süden, Elon im Norden and then back down again. und dann wieder runter. So if you draw a line, it's a real chaos. Wenn ihr das mal mit einer Linie verbinden würdet, das wäre ein ganzes Chaos. So these judges were not judges over the whole territory of Israel. Die Richter waren also nicht Richter über das ganze Territorium von Israel. They were judges for certain regions who had a problem throughout the time. Sie waren Richter für bestimmte Regionen, die zu einer bestimmten Zeit ein Problem So hatten. they helped in the south or in the north or east or west, wherever there was pressure. Sie halten also im Süden, im Norden oder sonst wo immer es gerade Druck gab. But there is something that we hardly see in the book of Judges, and that is a national identity. Aber etwas sehen wir praktisch nicht im Buch Richter, das ist eine nationale Identität. Only at the end, when there is trouble with Benjamin. Erst am Ende, als es Probleme mit Benjamin gibt. And of course in the theological introduction and at the end. So there we see a nation. Und in der theologischen Einführung und ganz am Ende, da kommt nochmal Nation raus. But then we are simply in various regions with various problems. Zwischendrin sind wir aber in ganz verschiedenen Regionen mit verschiedenen Der Problemen. Nationalität heißt es, die sind also von dem Volk selber gekommen dann. Also aus dem Stamm. Ja, genau. Die sind aus den jeweiligen Stämmen in der Regel, ja. So, these judges, they arose from the different tribes. Yeah. So we have judges. When we think of judges, sometimes we think, oh, they had a national leader, but that's not the case. Also wenn wir Richter hören, denken wir manchmal, die hatten also einen nationalen Leiter, aber das ist nicht zutreffend. Joshua was one, Eli and Samuel are again, but in between there wasn't. Josua war einer, Eli und Samuel später auch, aber dazwischen hatten sie keinen. So they were regional or local heroes. Das waren so Regionalhelden oder Lokalhelden. So why was it so bad that they wanted a king? Because then there finally would be one nation Yeah. with one leader. Yeah. But it was bad, like God said to Samuel, they don't want me anymore, they want a king. Yeah. I don't get it. Let's translate first. Warum war es also so schlimm, als sie keinen König hatten, und warum war es so schlimm, dass sie keinen König hatten? Hinterher sagt Gott zu Samuel, ja, sie wollen mich nicht als König haben. When they came up with the idea we need a king, something good happened. Als das Volk auf die Idee kam, wir wollen einen König haben, da passierte was Gutes. They realized this system doesn't work. Sie haben gemerkt, dieses System funktioniert nicht. They realized I'm not sure how aware of their sin they were, but they realized we are going wrong if we continue this way. Ich weiß nicht, wie bewusst sie sich ihrer Sünden waren, aber sie haben auf jeden Fall gemerkt, wir gehen in eine falsche Richtung, wenn wir so So- weitermachen. They tried to find a solution. Also haben sie eine Lösung gesucht. And their solution was, we need a king like the others. Ihre Lösung war, wir brauchen einen König wie die anderen. Now, the fact that they saw it's going wrong and that they need a solution, that's good. Der Teil, dass sie gemerkt haben, da läuft was falsch und sie eine Lösung gesucht haben, das war gut. The fact that they tried to find it in a king is where it went wrong. Dass sie diese Lösung in einem König gesucht haben, So, das war falsch. God said to Samuel, eventually, give them a king anyways, Und dann hat Gott zu Samuel gesagt, ja, gib ihnen trotzdem einen because he König. knew at the time being, they basically rejected him as a king. Weil er wusste, dass sie zu der Zeit ihn als König abgelehnt haben. But if there would be a good king, they would eventually honor God again, so it would help to go back to where they should be. Aber wenn sie einen guten König hätten, würde ihnen das helfen, Gott wieder zu ehren. Dann würden sie wieder dahin zurückkommen, wo sie sein sollten. I try and summarize this normally with God is working with what he gets from us people. Ich sage manchmal so dazu, Gott, der arbeitet mit dem, was er von uns Menschen bekommt. And that's not always the ideal, Und das ist nicht immer das Ideal. but he can do something out of it. Aber er kann was daraus machen. Yeah, I'll do that. Do you know the story in John 21 where Peter is talking with Jesus? Kennt ihr die Geschichte in Johannes 21, wo Petrus mit Jesus spricht? And Jesus is asking Peter, do you love me? You know that story? Und Jesus fragt Petrus, liebst du mich? And it's happening 3 times, Und es passiert dreimal. which means it's probably important.
Das heißt, es ist wahrscheinlich wichtig. So, what is happening in this story? Has someone explained that to you? Was passiert in dieser Geschichte? Dadurch, dass man Sermon or whatever? in der Predigt oder so. Yeah. Ich würde sagen, also er fragt ihn halt dreimal, ob er ihn liebt, Yeah. weil im Nachhinein wird er ihn dreimal verleugnen. Also Was ich mit habe dem zu da, tun hat. Ja. ich hab da immer sie da eine Beziehung, dass er fragt ihn halt schon, ob er ihn liebt. Ja. Und dann Kommt der Verrat Ja, dreimal quasi. genau. Ja. Ist sogar vorher schon geschehen. Er fragt ihn erst später. ja, stimmt. Ja, aber ist egal. Ne? Ja. So I see a connection with the fact that Peter denied him 3 times. I think that's why Jesus asked him 3 times. Okay. Ja. Und du hast noch was? Ja, das gleiche. Das Gleiche, ja. Usually this is the connection we make. Das ist normalerweise die Verbindung, die wir sehen. Peter denied Jesus 3 times. Petrus hat Jesus 3-mal geleugnet. And then Jesus asked him 3 times, do you love me? Und dann fragt Jesus ihn 3-mal, liebst du mich? And Peter answers 3 times, you know that I love you. Petrus sagt 3-mal, du weißt, dass ich dich liebe. Now, other people are focusing on the lambs and the sheep. Andere Leute, die schauen auf die Worte für Lamm und Schaf, die da verwendet Because werden. he says, feed my lambs, feed my sheep, pasture my lambs, something like this, 3 different things. Weil Jesus sagt ihm 3-mal etwas unterschiedlich. Einmal füttere meine Lämmer, Lämmer, Schafe Schafe und und Weide. weide meine Schafe. Meine Schafe. Yeah. So because there are 3 different things. Da werden 3 verschiedene Begriffe genutzt. Now one remark in the whole story is interesting, and that is Peter was sad because Jesus asked him the 3rd time, do you love me? Etwas, was in der Geschichte interessant ist, wir lesen, dass Petrus traurig war, weil Jesus ihn ein 3. Mal fragte, liebst du mich? Okay, and so usually you connect that with, oh yeah, it's the same amount as I denied him and now he asked me again. Könnte man meinen, das ist bestimmt, weil ich ihn auch 3-mal verleugnet habe und jetzt fragt er mich deswegen 3-mal. Now I think there is a whole different dimension to that story. Sorry about it. Ich glaube, es gibt noch eine ganz andere Dimension zu dieser Geschichte. Because the word for love is different. It's not always the same. Denn das Wort für liebst, das ist 3-mal unterschiedlich. Jesus asked, do you love me? And he uses the term agape, Jesus fragt, liebst du mich? Und er benutzt den Begriff Agape. which is unconditional, total, committed love. Das ist bedingungslose, total hingegebene Liebe. Peter answers and says, I do like you. He uses the term phileo, which is I'm your friend. Petrus antwortet ihm, ja, ich mag dich. Das ist, wie man das unter Freunden sagt. That's like talking on 2 levels. Das heißt, sie sprechen da auf 2 unterschiedlichen Jesus Ebenen. said, do you love me? And Peter says, oh, I like you. Jesus fragt, liebst du mich? Petrus antwortet, ich mag dich. So, same story starts again. Jesus says, do you love me? Agape. Dasselbe geht nochmal von vorne los. And Peter answers on the same level. Yeah, I like you. Jesus fragt wieder, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Und Petrus sagt, ich mag dich. I'm your friend. Ich bin dein Freund. The 3rd time, Jesus asks, do you like me? Phileo. Das 3. Mal fragt Jesus, magst du mich? Not agape anymore. Dann fragt er nicht mehr, liebst du mich? And Agape. Peter answers the same way 3 times. Und wieder antwortet Petrus gleich. So it's like Jesus was adapting to Peter's level. Und mir scheint es, als ob Jesus sich an Petrus Ebene anpasst. And it says Peter was sad because the 3rd time he asked, do you like me? Not 3 times, do you love me? It's not the same. Und die Frage, und der Grund, warum Petrus traurig war, war wahrscheinlich, dass Jesus beim 3. Mal gefragt hat, magst du mich? Nicht mehr, liebst du mich? So Peter realized that Jesus had to adapt from what he wanted to what Peter could give. Petrus merkte also, Jesus hat sich angepasst von dem, was Jesus eigentlich von ihm wollte, zu dem, was Petrus ihm geben wollte oder kann. Yeah. So he said, okay, we start there. You like me, that's enough to start with. Dass Jesus im Prinzip zu ihm gesagt hat, okay,
dann fangen wir auf dieser Ebene an. Wenn du mich magst, wenn du mein Freund sein willst, dann fangen wir da an. And I think the story illustrates exactly that. God has to start with us where we are. Ich glaube, diese Geschichte, die zeigt uns, Gott möchte